Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen zur Tagesenergie, zum Tagesimpuls für das Kollektiv. Wir schauen mal, was wir heute für eine Botschaft kriegen. Ich bin gespannt. Hier haben sich zwei umgedreht. Das Rad des Schicksals. Hier ist eine Zeit, die positive Veränderungen mitbringt. Das Rad dreht sich, es geht plötzlich vorwärts, das Glück ist auf unserer Seite. Jedoch werden vorher noch mal so Kurskorrekturen kommen, bis man so das angepeilt hat, was die richtige Richtung ist. Man überdenkt Pläne, man hat sehr viel zu tun. Und es ist wichtig, dass man trotzdem den Blick und die Augen offen hält und einfach Dinge auch so erkennt, die in eine falsche Richtung gehen. Dann beginnt das Rad sich zu drehen und es kann sein, da kommt sehr viel Arbeit auf uns zu, dass wir versuchen dürfen, im Gleichgewicht zu bleiben. Dass das Rad sich auch so dreht, dass wir versuchen, Hilfe anzunehmen, da wo es zu viel ist. Ich habe hier irgendwie so das Gefühl, man stellt sich dem Rad des Schicksals in die Quere sozusagen. Hier ist es so, wenn man zu einer Balance kommt irgendwie, ne? Wenn man das Rad sich drehen lässt, im Vertrauen bleibt und auch nicht bewusst Dinge tut, ja, wo man sich selbst boykottiert oder wo man diesen Weg wählt, wo es zu viel ist, dann hat man hier eigentlich eine gute Chance, sich verbindlich Erleichterung zu holen, die Emotionen auszubalancieren, gute Gefühle zu haben. Und unterm Deck haben wir noch die Neuen der Erde. Da ist dann ein bisschen Luxus für uns, eine Zeit der Stille. Erfolge, auch berufliche, sind hier zu sehen. Also es ist so eine Legung, wo man einfach erkennt, dass man zu viel irgendwie tut und vielleicht auch zu viel auf einmal den Blick fürs Wesentliche verliert. Hier ist sehr viel Tatendrang, Energie, ne? Und hier ist diese Seite, die sagt, du brauchst beides, gönn dir ein bisschen Luxus, arbeite nicht nur, mach nicht nur, gucke, dass alles in Balance ist, ne? Damit du längere Zeit auch gute Gefühle haben kannst. Hier ist die Ganzheit ein Thema. Irgendetwas, das wir so ein bisschen stimulieren dürfen, vielleicht auch diese Seite, wo man sagt, hier gönn dir mal was, nimm Auszeit, genieß deine Zeit und eine Reinigungsphase sozusagen, wo man hier dieses zu viel in eine andere Ganzheit bringt. Und dann haben wir noch die Fruchtbarkeit, die dann hier raus entsteht. Das ist schon mal schön. Das passt sehr gut. Das Einhorn ist mir um die Ohren geflogen. Hier haben wir ja die Reinigungsphase und hier geht es so um die Reinheit. Hier hat man sehr viel Ballast aufgeladen, auch durch Konditionierungen und so. Und das Einhorn spricht hier von diesem Gefühl, wie würdest du dich fühlen, wenn das alles nicht stattgefunden hätte? Oder auch das alles, was man erlebt hat, was einen zu dem Menschen macht, den man eigentlich ist. Wo hat man diesen Blick verloren für das sich ganz fühlen? Das Wort Reinigung haben wir hier zweimal. Hier möchte sich irgendetwas so gestalten, dass man einfach dieses unschuldige Gefühl wieder hat, dass man loslässt, was nicht dienlich ist. Das ist hier Stress oder auch zu viel des Guten irgendwo, ne? Und egal, was sich hier im Leben zugetragen hat,
Man kann immer wieder an den Punkt zurückkommen, an dem man eben eine reine Seele hat, wo man ein Kind der Schöpfung ist, das alles umsetzen kann, wo man die Welt auch mit neuen Augen sieht und wo einem dieser Alltagszauber wieder so ein bisschen bewusster wird. Hier haben wir das Geschenk, das auf dem Weg zu uns ist. Und hier darf man empfangen, ne? Hier darf man sich wieder ganz fühlen. Hier ist das Glück auf unserer Seite. Wenn wir das zulassen, dass wir hier da, wo wir aus der Balance sind, einfach abgeben und wieder ein Gleichgewicht herstellen können. Der Eichelherr: Ich fliege in dein Leben und bringe dir Großzügigkeit und Vertrauen. Setze dich an die erste Stelle. Gestalte dein Leben nach dir. Stehe zu dir, deinen Bedürfnissen und finde so in die Freude zurück. Das passt sehr gut. Ne? Hier kann auch sein, man stellt sich immer hinten an, alle anderen kriegen immer zuerst, man selber kommt immer zum Schluss und man hat das Gefühl, das müsste immer so sein und es gehe auch nie weg, aber dabei ist es nur einen Schritt weit, weil wir das ja alle selber in der Hand haben. Aber ich weiß auch von mir, es ist nicht so leicht. Hier kommt der Ballon der Hoffnung. Da macht man das Beste aus der Situation, da gibt es Hoffnung. Man baut sich irgendwie eine neue Existenz auf, strebt nach Glück und man lässt sich hier nicht unterkriegen. Ne? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Stellt euch dem Rat des Schicksals hier nicht in den Weg. Und diese Wertschätzung, die man für sich selber hat, ne, ist hier sehr wichtig. Wir können alle nicht nur existieren, weil wir irgendwas vorantreiben, sondern wir haben hier schon auch dieses Ding, dass wir empfangen, genießen. Und da fängt es ja schon an, ne? Bei wie vielen ist das Wort, ich genieße mein Leben, damit verbunden, dass sie eine ganz andere Konditionierung haben. Ja. Es ist hier zum Beispiel in Schwaben auch extrem, ja? Dieses schaffe, Häusle baue. Da brauchst du hier keinem sagen, dass du was genießen möchtest. Da fällst du gleich unten durch. Ne? Hier haben wir den Engel des Glücks. Hier geht es darum, dass wir nicht warten, bis das Glück von alleine reinkommt oder dass uns jemand das Glück bringt, sondern dass wir selbst alles tun, um glücklich zu sein. Fängt schon mit der Selbstliebe an. Und hier werden auch so alte Enttäuschungen nochmal losgelassen, damit das Glück und das Geschenk hier stets bei uns sein kann. Eine wunderbare Legung. Unten haben wir tatsächlich noch den Engel der Neugier. Das ist hier so dieses Kindliche, ne? Die Welt neu entdecken, irgendetwas wieder auf Null resetten und zu einer Wachstumsphase bringen, auf einer Ebene, mit der man selber gut umgehen kann. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.